Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Nähvideo möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eine Tasche mit einem zusätzlichen Innenfach ausstatten könnt. So könnt ihr auf ganz einfache Art und Weise, zum Beispiel bei dieser Retro-Bag oder dieser coolen Gürteltasche, zusätzlichen Stauraum schaffen. Die Anleitungen für diese und weitere schöne Taschen findet ihr in meinem Nähbuch Taschenlieblinge selber nähen. Unter anderem für dieses hübsche Portemonnaie aus verschiedenen Stoffen, diese geräumige Kosmetiktasche und den extra großen Weekender zum Verreisen. Wie das Reißverschlussfach genäht wird, zeige ich euch nun am Beispiel meiner Retro-Bag. Die Schnittteile und Zutaten habe ich hier schon einmal vorbereitet. Wir haben hier die Taschenfront, und zwar die Außenseite, welche ich mit Bügeleinlage verstärkt habe. Mit dem gleichen Schnittteil habe ich zwei Innenteile zugeschnitten. Dazu brauchen wir einen ca. 20 cm langen Reißverschluss, entweder in einer fertigen Länge oder ihr verwendet Endlos-Reißverschluss. Wie dafür der Schieber eingefädelt wird, könnt ihr euch in meinem Video zum Reißverschluss einnähen anschauen. Weiterhin brauchen wir einen Kreide- bzw. Markierstift, beidseitiges Klebeband und ein Lineal. Wir beginnen nun und überlegen uns als erstes, wo wir den Reißverschluss auf unserer Tasche positionieren möchten. Meine Tasche bekommt später hier oben noch einen Griff, daher soll das Reißverschlussfach 16 cm von der unteren Kante entfernt sein. Die Breite des Faches ist abhängig von eurer Reißverschlusslänge. In meinem Fall soll sie 18 cm betragen. Dementsprechend kann ich nun auf der linken Stoffseite die Position für die Reißverschlussöffnung anzeichnen. Ich zeichne also zuerst eine Linie im Abstand von 16 cm parallel zur unteren Kante und trage dann hier links und rechts von der Mitte ausgehend jeweils 9 cm ab. Die Höhe der Öffnung für den Reißverschluss ist abhängig von der Raupendicke. Ich nehme jetzt 1 cm. Dieses lange Rechteck ist nun die spätere Öffnung für den Reißverschluss. Nun können wir die Außenseite rechts auf rechts mit einer Innenseite bzw. einem Futterteil zusammenlegen und beide Teile entlang dieses aufgezeichneten Rechteckes zusammennähen. Ich habe nun einen Geradstich mit 2 mm Stichlänge eingestellt und nähe einmal rundherum. So sieht das fertig genähte Rechteck nun aus, und bevor wir es gleich einschneiden, zeichnen wir die Schnittlinien zuvor auf. Dafür ziehen wir mittig eine Linie und zeichnen rechts und links jeweils ein kleines Dreieck ein. So können wir nun die Öffnung anhand der Linien einschneiden. Beginnt hier in der Mitte und schneidet bis zu den Ecken. Und dann hier schräg bis kurz vor die Naht. Passt gut auf, dass ihr die Naht nicht einschneidet. Nun können wir die Außenseite durch die Öffnung wenden und das Teil schön bügeln. Bügelt die Kanten so, dass der Futterstoff außen nicht sichtbar ist. Nun können wir den Reißverschluss mit Stecknadeln oder beidseitigem Klebeband unter der Öffnung fixieren und von außen feststeppen. Achtet nun darauf, dass die Reißverschlussraupe schön mittig und der Schieber hier direkt an der Kante ist. Wenn ihr zufrieden seid und alles gut positioniert ist, könnt ihr nun die Öffnung knappkantig absteppen. Damit wird gleichzeitig der Reißverschluss fixiert.
Zum Absteppen habe ich nun einen Kantennähfuß eingesetzt und eine größere Stichlänge, und zwar 3 mm eingestellt. So sieht nun der festgenähte Reißverschluss aus. Jetzt müssen wir nur noch die Rückseite vom Innenfach rechts auf rechts hier auflegen, können sie grob rundherum feststeppen, bevor wir die Tasche weiterverarbeiten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Tasche mit einem schönen Paspelband verzieren wollt, dann schaut euch dieses Video an. Oder wollt ihr einen Tragegriff nähen? Dann klickt auf dieses Video, ich zeige euch darin verschiedene Varianten. Übrigens helfen euch meine Nähvideos auch bei all den anderen Taschen aus meinem Buch, zum Beispiel bei dieser Strandtasche in 2 verschiedenen Größen oder diesem hippen Ausgehtäschlein mit Fransen oder dieser kleinen Schmucktasche. Und nun wünsche ich euch gutes Gelingen und ganz viel Freude beim Nachnähen. Abonniert unbedingt meinen Petitou-Kanal, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.